Nur noch 5 Minuten. Diesen Satz hast du heute Morgen wahrscheinlich gedacht. Dann noch einmal. Und irgendwann war eine halbe Stunde verschwunden, in der du weder richtig geschlafen noch wirklich gelebt hast. Du lagst einfach da, festgeklebt zwischen Decke und Tag. Und über allem lag dieses bleierne Gewicht, als hätte über Nacht jemand heimlich die Schwerkraft in deinem Schlafzimmer verdoppelt. Kaum bist du halb wach, meldet sich schon der Richter in deinem Kopf. Andere sind längst joggen und du bekommst nicht mal ein Bein aus der Decke. Ich sage dir gleich, was da wirklich passiert. Und es ist ziemlich sicher nicht das, was dieser Richter dir gerade so überzeugt einreden will. Diese Morgenschwere ist nämlich kein Beweis für Faulheit. Sie ist ein Zusammenspiel aus Biochemie, altem Schutzreflex und einem simplen Denkfehler, den fast jeder Morgen für Morgen wiederholt. Verstehst du diese 3 Teile, wird Aufstehen nicht über Nacht leicht. Aber es hört auf, sich wie ein täglicher Kampf gegen den eigenen Körper anzufühlen. Und wir fangen genau an der Stelle an der alles beginnt. In der Sekunde, in der du die Augen aufschlägst. Es gibt einen handfesten Grund, warum du in den ersten Minuten nach dem Aufwachen zu absolut nichts zu gebrauchen bist. Dieser Zustand hat sogar einen Namen: Schlafträgheit. Dein Gehirn ist eben kein Lichtschalter, der auf Knopfdruck von aus auf anspringt. Es erwacht eher wie ein großes Haus, in dem morgens nur nach und nach die Zimmer hell werden. Die Bereiche für Atmung, Herzschlag und einfache Wahrnehmung sind sofort da. Aber der Teil hinter deiner Stirn, der plant, abwägt und antreibt, meldet sich erst deutlich später zum Dienst. Diese Übergangsphase kann von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde dauern. In dieser Zeit bist du nachweislich langsamer, vergesslicher und düsterer gestimmt als eine Stunde später am selben Morgen. Und jetzt kommt der eigentliche Haken. Ausgerechnet in diesem benommenen Fenster, in dem dein Kopf noch halb offline ist, triffst du die folgenschwerste Entscheidung des ganzen Tages. Stehe ich auf oder nicht? Du fragst den Teil deines Gehirns nach einem Urteil, der gerade noch gar nicht arbeitet. Kein Wunder, dass die Antwort fast immer später heißt. Stell dir einen Läufer vor, der aus dem Tiefschlaf gerissen sofort lossprinten soll. Seine Muskeln sind noch kalt, sein Kopf noch woanders. Genau in dieser Verfassung befiehlst du dir das Aufstehen. Der Mini-Handgriff daraus ist unspektakulär, aber wirksam. Triff diese Entscheidung nicht im Bett. Behandle die ersten Minuten als das, was sie sind. Neblig, unzuverlässig und vor allem vorübergehend. Sie sind keine ehrliche Auskunft über deinen Tag, nur das Rauschen eines Gehirns, das gerade noch hochfährt. Aber Schlafträgheit erklärt nur den zähen Start. Sie erklärt nicht, warum manche Menschen sich regelrecht ins Bett verkriechen, obwohl sie längst hellwach sind. Dahinter steckt etwas, das viel tiefer sitzt. Dein Gehirn hat eine Aufgabe, die älter ist als jeder Wecker der Welt. Es will dich vor Schmerz bewahren. Und Schmerz bedeutet für dein Gehirn längst nicht mehr nur körperliche Gefahr. Ein Kalender voller Termine, die dir die Kehle zuschnüren. Ein Job, der dich innerlich leer zurücklässt. Eine Aufgabe, die du seit Wochen vor dir herschiebst. All das liest dein System als Bedrohung. Wenn dein erster halbbewusster Gedanke am Morgen schon diese Bedrohung wittert, tut dein Körper das Naheliegendste, das er kennt. Er zieht dich zurück an den einen Ort, der sich sicher anfühlt. Das Bett ist in diesem Moment deine Höhle. Der letzte Fleck, an dem der Tag dich noch nicht erwischt hat und kein Mensch etwas von dir verlangt. Deshalb kommen Menschen in erfüllten Lebensphasen oft erstaunlich leicht hoch und in erschöpften Phasen fast gar nicht. Es liegt selten am Schlaf. Es liegt daran, worauf du morgens aufwachst. Dein Körper stimmt in dieser Sekunde ganz still darüber ab, ob der Tag sich lohnt oder besser noch warten sollte. Und wenn zu vieles auf der Nein-Seite liegt, gewinnt die Decke. Der ehrliche Minischritt ist hier unbequem und entlastet dich trotzdem. Frag dich nicht, warum bin ich so faul, sondern wovor genau zieht mein Kopf mich gerade weg? Sobald du das Vermiedene beim Namen nennst, den einen Anruf, das eine Gespräch,
denn einen Berg Arbeit schrumpft es von einer diffusen schwarzen Wolke auf eine konkrete, greifbare Sache. Und Konkretes lässt sich anpacken, Diffuses erdrückt nur. Trotzdem bleibt ein Rätsel offen. Warum fühlt sich schon das Allerkleinste an wie eine Expedition ins Hochgebirge? Stell dir vor, du willst nur eines: aufstehen. Doch dein Gehirn zeigt dir in derselben Sekunde nicht bloß das Aufstehen, sondern gleich den kompletten Tag in voller Länge. Duschen, anziehen, Frühstück, Pendeln, das Meeting, der Einkauf, der Abwasch am Abend. Alles auf einmal. Du versuchst mit einem einzigen Ruck den ganzen Tag hochzustemmen, während du noch unter der Decke liegst. Kein Wunder, dass dich das Gewicht flach auf die Matratze drückt. Den Widerstand, der bei jedem Übergang vom Nichtstun ins Tun entsteht, nennen Fachleute kognitive Reibung. Es ist die unsichtbare Bremse zwischen deiner Absicht und deiner Bewegung. Und morgens ist diese Bremse am festesten angezogen, während du gleichzeitig am wenigsten Kraft hast, dagegen anzuschieben. Es fühlt sich an, als müsstest du durch kniehohen, nassen Sand rennen. Jede kleine Aufgabe bekommt dadurch ein völlig verzerrtes Preisschild verpasst. Dein Kopf addiert im Stillen die Kosten des ganzen Tages und klebt sie an die allererste Handlung. Also fühlt sich Schritt 1 bereits an wie Schritt 100. Und je größer der Berg wirkt, desto sicherer schiebst du ihn auf. Aufschieben ist selten Bequemlichkeit. Es ist der Versuch, einem Gefühl auszuweichen, das du dir in diesem Moment nicht zutraust. Der Hebel dagegen liegt nicht im Morgen selbst, sondern im Abend davor. Entscheide heute Abend eine einzige Sache im Voraus, die du sonst morgen früh mit dir aushandeln müsstest. Leg die Kleidung raus. Stell dir das Glas Wasser ans Bett. Jede Entscheidung, die morgens schon getroffen ist eine Ausrede weniger, die dein müder Kopf noch finden kann. Du nimmst dem Widerstand einfach das Verhandlungsmaterial weg. Doch es gibt eine Kraft, die stärker zieht als Reibung und Schutzreflex zusammen. Und die bringst du dir jeden Morgen selbst entgegen. In der Sekunde, in der du liegen bleibst, beginnt in deinem Kopf eine Gerichtsverhandlung. Und du bist gleichzeitig Angeklagter, Ankläger und der Richter, der das Urteil längst gefällt hat. Faul, schwach, undiszipliniert. Diese Worte fühlen sich an wie ein Tritt, der dich endlich hochscheuchen soll, als würde härtere Selbstkritik dich zuverlässig in Bewegung bringen. Körperlich passiert aber das exakte Gegenteil. Jeder dieser Vorwürfe ist für dein Gehirn ein akutes Stresssignal. Und Stress am Morgen kippt genau die Chemie, die dich eigentlich wach machen soll. Im gesunden Fall steigt dein Stresshormonspiegel nämlich in den ersten Minuten nach dem Aufwachen ganz von selbst an. Dieser sanfte Anstieg ist ein eingebauter innerer Wecker. Er holt dich aus der Waagerechten und bringt Schwung ins System. Flutest du diesen Moment aber mit Selbsthass, wird aus der feinen Aufwachdosis ein zäher Dauerstress. Und der macht dich nicht wach, sondern klein, angespannt und noch eine Spur schwerer. Du peitschst dich also ausgerechnet mit dem Werkzeug, das dich am zuverlässigsten lähmt. Je lauter der innere Ankläger brüllt, desto tiefer sinkst du in die Matratze. Stell dir mal vor, jemand stünde jeden Morgen an deinem Bett und würde dich so beschimpfen. Du würdest fliehen. Genau das tust du innerlich, nur ist dein einziger Fluchtweg zurück unter die Decke. Der Mini-Takeaway dagegen ist fast lächerlich klein und trotzdem der schwerste von allen. Nimm den härtesten Satz, den du dir gerade an den Kopf wirfst, und sprich ihn so aus, wie du ihn zu einem erschöpften Freund neben dir sagen würdest. Aus „Reiß dich endlich zusammen“ wird: Der Morgen ist heute schwer, ein einziger kleiner Schritt genügt. Das ist kein Weichspüler. Es ist der einzige Ton, auf den dein gestresstes System überhaupt hört. Und damit stehen wir an dem Punkt, an dem sich alles dreht. Wenn Härte dich tiefer reinzieht und der ganze Tag dich erdrückt, was um alles in der Welt bringt dich dann tatsächlich hoch? Hier kommt die Umkehrung, die den meisten Menschen ihr ganzes Leben lang verborgen bleibt. Du wartest jeden Morgen auf ein Gefühl, das erst nach der Bewegung entsteht. Du willst dich erst motiviert fühlen und dann aufstehen.
Nur läuft dein Antrieb überhaupt nicht in dieser Reihenfolge. Motivation ist nicht der Zündschlüssel, der die Handlung startet. Sie ist eher der Beifahrer, der erst einsteigt, nachdem sich das erste Rad längst gedreht hat. Das heißt im Klartext, du wirst dich niemals ins Aufstehen hineinfühlen. Die meisten scheitern nicht am Aufstehen selbst, sondern an dieser einen falschen Reihenfolge im Kopf. Sie warten auf den Zünder und wundern sich, dass der Motor kalt bleibt. Du kannst dich nur ins Aufstehen hineinhandeln und das gute Gefühl kommt danach von allein. Und die Handlung, auf die dabei alles ankommt, ist absurd winzig. Nicht aufstehen und den Tag erobern, nur aufrecht auf der Bettkante sitzen. Mehr nicht. Das ist das komplette Ziel für diesen einen Moment. Du hebst nicht länger den ganzen Tag. Du hebst nur die ersten 10 Zentimeter. Und die sind machbar, selbst durch den nassen Sand, selbst mit halbwachem Kopf. Der zweite Teil des Hebels ist ein kleiner Köder für dein Belohnungssystem. Dein Kopf steht selten für pure Anstrengung auf, aber er steht ziemlich zuverlässig für etwas Angenehmes auf. Häng deshalb bewusst etwas Gutes an die ersten Minuten. Der Duft von frischem Kaffee. 2 Seiten in einem Buch, das dich zieht. Ein Lied, das ganz allein dir gehört. Du baust damit eine kleine Brücke von der Anstrengung hinüber zur Belohnung. Denn dein Belohnungssystem läuft nicht auf Vernunft, es läuft auf Vorfreude. Gib ihm etwas, worauf es sich freut, und es zieht dich aus dem Bett, ohne dass du dabei kostbare Willenskraft verbrennst. Aufstehen ist also kein Kraftakt, für den dir jeden Morgen die Kraft fehlt. Es ist schlicht eine Reihenfolge. Erst die kleinste Bewegung, dann der Köder, dann von selbst das Gefühl, das du vorher vergeblich erzwingen wolltest. Und trotzdem bleibt eine ehrliche Frage übrig, der wir nicht ausweichen sollten. Was, wenn du all das beherzigst und deine Morgen Woche für Woche trotzdem bleischwer bleiben? Dann ist der Morgen gar nicht das eigentliche Problem. Dann ist er nur die Stelle, an der etwas viel Größeres an die Oberfläche drückt. Wenn du schon erschöpft aufwachst, obwohl du eine ganze Nacht geschlafen hast, dann kommt dein System nachts nicht mehr wirklich runter. Es steht auch im Schlaf noch unter Spannung. Und diese Spannung schleppt es in jeden neuen Morgen. Die Schwere ist dann kein Aufstehproblem mehr, sondern ein Ruheproblem. Und da hilft dir kein noch so cleverer Trick am Wecker. Genau darum geht es im verlinkten Video. Dort schauen wir uns an, warum so vielen Menschen ihre innere Ruhe abhanden gekommen ist und warum sie sich selbst im Feierabend nicht mehr einstellen will. Und vor allem, über welche Wege du dir diese verlorene Ruhe langsam wieder zurückholst. Wenn du morgens schon müde in den Tag startest, ist das der eigentliche Faden, an dem du ziehen musst. Sieh es dir an, bevor du dich am nächsten Aufstehtrick aufreibst. Denn die Ruhe kommt zuerst. Das Aufstehen kommt danach ganz von selbst.